Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ja, wir sind wieder im Bastelkeller. Wir hatten letztes Mal hier diese Adventskranzscheibe hergestellt. Da kam uns ja der Gedanke, ob es nicht möglich wäre, auch so eine Baumscheibe durch einen dicken Hobel zu schieben. Da die aber zu groß war, haben wir es damit nicht ausprobiert und auch zu schade, falls es nicht klappt. Ich habe noch hier diese alte Baumscheibe, die ist trocken, gefunden. Das ist Nadelholz. Ich denke mal Kiefernholz. Ja, die ist nicht besonders schön. Vor allem die Seite ist ein bisschen angegammelt, aber ist ja egal, wenn wir die Oberfläche abnehmen. Ein bisschen wurmstichig. Habe ich aber behandelt. Naja, mit anderen Worten, das optimale Stück, um es mal zu testen mit dem dicken Hobel. Vorher, apropos dicken Hobel, ich habe ja schon mal Bretter geschnitten. Das Video verlinke ich euch mal da. Und da sind unter anderem solche bei rumgekommen. Die habe ich das Brett habe ich auf der Seite schon einmal abgehobelt. Und ich muss ein bisschen aufpassen. Hier ist Zweitaktgemisch. Eben den Kanister aufgefüllt. Nicht, dass mir das Holz versaut. Genau. Die eine Seite habe ich schon gehobelt und geschliffen. Sieht super cool aus. Auch hier unten mit der ganzen Maserung, Musterung. Die Rückseite ist sägerau. Weil ich denke, das sieht irgendwie auch ganz cool aus, wenn die Rückseite, wenn man das Ding an die Wand hängt zum Beispiel, so als schwebendes Brett. Wenn man das quasi so an die Wand hängt, dann sieht es ganz schön aus, wenn die Unterseite ein bisschen uneben ist und also ein bisschen verzogen quasi, so ein bisschen natürlicher, als wenn das so steril gerade ist. Und die Oberseite muss natürlich, oder ja, je nach Anwendungsfall, ne, aber ist halt schon von Vorteil, wenn die auch gerade ist, dass man da, was weiß ich, Bilder, Flaschen, irgendwas draufstellen kann. Jetzt haben wir hier noch die Naturkante. Auf der Rückseite habe ich natürlich einmal gerade abgeschnitten, dass man es auch vernünftig an die Wand kriegt. Hier haben wir noch die Naturkante. Die ist mir ein bisschen zu Natur. Gerade auch in diesem Bereich hier. Und da will ich mal gucken, ob wir die ein bisschen bearbeiten können. Damit fange ich jetzt mal an. Ich mache euch unten bei der Videobeschreibung Kapitel rein. Da könnt ihr je nachdem hin und her springen, was euch mehr interessiert. Wenn wir uns später der Holzscheibe widmen, könnt ihr unten einfach auf Holzscheibe klicken. Schaffen wir uns erstmal ein bisschen Platz. Zum Bearbeiten der Naturkante nehme ich so eine Zugklinge. Kann man so wie ein Hobel auf sich ranziehen und damit dann Holz abtragen, Späne abtragen. Quasi Freihandhobel. So, jetzt befestigen wir erstmal das Brett. Dazu nehme ich einfach so ein Stück Kantholz, mache das hier vorne ran, nehme eine Klemmzwinge, baller das schön fest. Dann nehme ich mir eine zweite, mit der ich dann das Brett an dem fixierten Klotz fixiere. Jetzt nehmen wir die Zugklinge und gehen hier einfach über die Kante drüber. Die, wie ihr seht, immer so ein bisschen schräg, dass sie auch schneiden kann, dass man nicht so stumpf dagegen arbeitet. Funktioniert zwar auch, aber ich finde es immer so ganz cool. Ja, so können wir hier feine Späne abtragen und nach Gutdünken die Oberfläche gestalten.
Was ganz schön ist, die Oberfläche sieht nachher so geschnitzt aus, weil es eben nicht so gleichmäßig ist. Das finde ich ist immer ein ganz schöner optischer Effekt. Gerade je zerklüfteter das Holz ist oder Besonderheiten drin sind, ist natürlich auch nachher cool bei dem Endprodukt. Kann man je nachdem nochmal mit einer Drahtbürste oder dergleichen drüber gehen, dass man so die porösen Geschichten davon entfernt. So, dann arbeiten wir hier mal weiter. Einmal aus der Nahperspektive, ja, hier seht ihr, ja, dieses poröse Holz hier, das wird entfernt. Hier liegt schon ein bisschen der Dreck und Späne drin. Hier müssen wir ein bisschen gucken, so Äste, sprich Hirnholz, sind natürlich schwieriger wegzuschneiden. Und das hier, ja, das wird eine besondere Herausforderung, das hier irgendwie ordentlich hinzukriegen. Schauen wir mal. Zur Not müssen wir ein bisschen was sägen oder vielleicht mit einer Raspel arbeiten. Ihr seht, wenn ich die Ziehklinge oder Zugeisen oder wie man es nennt, steiler anstelle, dann kann ich auch selbst hier diesen Ast wegschneiden. Funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Die Feinarbeiten, hier so kleine Auskerbungen, mache ich jetzt mal mit dem Stechbeitel. Kann ich übrigens empfehlen, Firma S&R, bauen ganz gutes Preis-Leistungswerkzeug, so für den fortgeschrittenen Heimanwender, sage ich mal. Habe ich auch Flexscheiben oder sonstiges von. Ist immer ganz gut. Qualität ist immer okay. Oft bezahlt man ja doch auch viel den Namen, gerade wenn man jetzt, was weiß ich, von Makita oder von Flex selber oder so gewisse Dinge, Artikel, Zubehör kauft. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie da so eure Erfahrungen sind, welche Werkzeughersteller ihr empfehlen könnt.
Okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie weit ich das hier stehen lasse, ne? Von der Oberseite sieht es hier so aus. Wäre natürlich ganz schön, wenn man das hier wegnehmen würde. Ja, ich denke, das machen wir auch. Das jetzt plan zu schleifen hier in dem Bereich geht zwar auch, aber ich finde, von oben sieht es nicht so schön aus, wenn man hier diese Risse hat oder dieses Ausgefranste. Dann sägen wir das einfach ab, würde ich sagen. Dafür nehmen wir hier so eine Zugsäge, probieren es damit erstmal rechtwinklig ein bisschen eine Nut sägen. Lässt sich natürlich so nicht so top sägen, weil das Brett federt halt. So verklemmt die Säge dann schnell. So, genug gesägt. So sieht es jetzt aus. Wir haben diese Stelle entfernt. Hier habe ich noch ein bisschen beigesägt. Ja, jetzt wechseln wir wieder das Werkzeug. Ja, das Hirnholz jetzt mit der Zugklinge weiter zu bearbeiten, ist relativ müßig. Ich meine, gehen tut immer viel. Aber jetzt nehme ich einfach mal eine Raspel. Okay, die rabiate Methode oder schnelle Methode wäre natürlich einmal mit der Kreissäge auf Gärung das Ganze wegzuschneiden und dann anzupassen. Einfach mit der Schleifmaschine. Aber ja, ist jetzt auch mal ein Test und ich wollte so viel wie möglich auch erhalten von dem Brett, weil es ohnehin nicht besonders breit ist. Wir haben jetzt hier noch ein paar Riefen. Wir gehen jetzt mal mit dem Exzenterschleifer drüber und gucken mal, wie es dann aussieht. So sieht es jetzt aus. Ja, ich denke mal im Vergleich zu vorher kann man das doch so machen und so lassen. Von oben sieht es jetzt so aus. Hier, das war der Bereich, wo diese starken Ausrisse waren. Kann man nochmal mit dem Schmirgel lang gehen, mit der Hand. Dann passt das soweit. In dem Bereich war mir noch zu viel Totholz, was ich dann so noch ein bisschen rausgearbeitet habe. So sieht jetzt die Stelle aus. Ich habe noch ein bisschen Totholz da rausgeholt und das habt ihr ja gesehen mit dem Stechbeitel und anschließend mit ein bisschen Schmirgelpapier nachgearbeitet, dass wir keine allzu rauen Kanten da drin haben. So gefällt es mir besser. Nachdem wir das Brett jetzt soweit präpariert haben, haben wir hier die Rückseite und ihr seht es schon hier liegen. Ich hatte mir mal Aufhängungspunkte besorgt, Aufhängungshaken. Die haben hier diese Platte
womit man mit 2 Dübeln, 2 Schrauben das Ganze so an der Wand befestigen kann. Und dann haben die halt hier diesen Bolzen, der ist hier aufgeschraubt und den kann man dann in das Holzstück quasi reindrücken. Muss man natürlich vorbohren, logischerweise. Dadurch, dass der nicht rund ist, sondern diese Kanten hat, kann man ein etwas kleineres Loch bohren und dann verklemmt er sich auch ein bisschen in dem Holz. Dazu hat man noch hier so Madenschrauben, da kann man ein bisschen den Winkel verstellen. Das ist eine ziemlich elegante Möglichkeit, um so ein Brett an die Wand zu bringen, indem man einfach diese Dinger hinten einarbeitet und dann sieht man von der Aufhängung nachher nichts mehr. Kleiner Nachteil ist, es ist ein bisschen aufwendiger. Ich muss mich entschuldigen, die Waschmaschine läuft. Wäsche muss halt auch gewaschen werden. Kleiner Nachteil ist, es ist aufwendiger, weil dieser Körper hier muss ja im Prinzip verschwinden im Holz. Das heißt, wir werden gleich mit der Oberfräse hinten eine Nut einfräsen in dieser Breite. Es sind natürlich auch andere Aufhängungsmöglichkeiten denkbar, einfach Winkel drunter zu machen oder Gewindestangen in die Wand setzen und dann Löcher ins Brett machen und das draufstecken. Aber das hier ist schon ein bisschen verbindungssteifer als so eine dünnere Gewindestange und hat den Vorteil, dass es auch noch ein bisschen verstellbar ist. Wenn ihr die Gewindestange in die Wand setzt, hängt es von eurem Bohrloch ab, in welchem Winkel steht die nachher. Und ja, wenn das Brett dann ein bisschen nach unten hängt, sieht eher unschön aus. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe es dann immer so gemacht, dass ich tendenziell das Brett ein bisschen nach oben habe stehen lassen, sodass man es ein bisschen noch runterziehen kann, ein bisschen noch biegen kann und auch wenn Sachen draufkommen, zum Beispiel bei mir sind es jetzt Flaschen, dann drückt es das automatisch dann in die waagerechte Position. Bevor es jetzt ans Fräsen geht, schneide ich einmal noch die Rückseite mit der Kreissäge ab. Ich habe es gerade mal kontrolliert, es ist nicht ganz rechtwinklig. Deswegen müssen wir mal gucken, ob die Kreissäge richtig eingestellt ist. Eine dünne, feine Leiste abgeschnitten. So, das sieht schon sehr viel besser aus. Da haben wir jetzt unsere rechtwinklige Kante. Ja, das passt. Okay, wir haben unser Brett jetzt hier eingespannt. Die glatte Seite nach oben. Der Fräser ist da, beziehungsweise die Oberfräse. Ich habe einen Parallelanschlag dran gepackt. So kann ich jetzt von der Oberseite, die ja meine Referenzfläche ist, entsprechend hier eintauchen und die Fräsung vornehmen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Das war der erste Streich. Das ist jetzt unser Fräsergebnis. Besonders schlau wäre natürlich gewesen, wenn ich mit der ersten Einstellung des Fräsers vom Parallelanschlag direkt die zweite Fräsung gemacht hätte. Naja, fangen wir jetzt hinten an und machen dann die vordere. Machen wir aber wenigstens eins. Wir holen uns das Maß von vorne. Wir glätten jetzt hier den Ausschnitt noch ein bisschen. Nachdem wir jetzt hier unseren
Ausschnitt gemacht haben, kontrollieren wir einmal, ob auch die Bolzen da reinpassen, beziehungsweise mit ihrer Grundplatte. Und siehe da, der Bolzen passt hervorragend rein. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben von 2 mm, die ich extra das Loch tiefer gemacht habe oder die Aussparung. Und wenn wir jetzt parallel schauen, verschwindet die Montageplatte vollständig in der Aussparung. Jetzt zeichnen wir uns hier das Bohrloch an, natürlich im selben Abstand wie auf der anderen Seite. Und bohren dann mit einem 10er Bohrer vor, sodass wir die Bolzen in das Holz einbringen können. Dazu demontieren wir einmal diese Einheit. Dieser Stift hier, den kann man rausschrauben. Eine kleine Unterlegscheibe. Der hat vorne ein Gewinde. Dann ist hier eine Mutter drin. Dann haben wir jetzt im Prinzip nur noch die Grundplatte. Und da ist hinten das Loch. Und damit können wir uns den exakten Abstand einzeichnen. Wir müssen nur immer vor Augen halten, welches die Oberseite ist und wie rum die Platte nachher da rein gehört. Man kann den Stift nachher noch rechts und links ein wenig variieren, allerdings nicht mehr nach oben und nach unten. Deswegen überlege ich, wenn ich das jetzt hier so reinlege, ich will halt nicht zu nah am Rand bohren, weil ich dann Gefahr laufe, dass ich hier meinen ausgefrästen Rand berühre nachher beim Einsetzen. Deswegen, vielleicht nehme ich hier diese Mutter. Nein, die ist zu dick. Einfach hier dieses Metallmaß. So, jetzt schieben wir es schön nach oben dran. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. So sieht es dann aus. Andere Seite auch. Jetzt können wir das Loch bohren. Ist halt schon krass, wie hart Robinie ist. Das merkt man auch beim Bohren. Ne? Ich meine, das sind gute Bohrer, die sind sauscharf. Der Akkuschrauber hat echt Power und trotzdem ist es eine ganz schöne Belastung für ihn. Die Königsdisziplin wäre sicherlich jetzt die Bohrung noch mit der Standbohrmaschine zu machen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, hier riesen Hackmate zu machen, das alles einzuspannen, mit Platz zu schaffen und so. Das wird so auch schon gehen. Okay, jetzt haben wir die Löcher gebohrt. Wir kontrollieren am besten mal, ob sie tief genug sind. Dazu schaue ich mir einfach nur den Bohrer an. Ja, das ist nämlich die Frage. Wir bohren sie lieber noch ein bisschen tiefer. Nicht, dass wir nachher, wenn die schön spack sitzen, die an die Wand donnern und dann fehlt uns nachher ein Spalt, und weil das Loch nicht zu tief war oder nicht tief genug war. Wir bohren jetzt doch noch die Löcher auf 11 auf, weil aufgrund des harten Robinienholzes bräuchte man so viel Gewalt, um die Splinte da einzutreiben. Deswegen müssen wir das Loch ein bisschen größer machen. Da war eben auf einmal der Akku leer. Ja, also so passt es jetzt auf jeden Fall. Ja, so kriegen wir es jetzt rein. Und es hört so schon ganz gut pack an. So ist es top. Also auf 11 die Löcher bohren. Und damit ist das erste Teilprojekt fertig.
Dann stellen wir das mal auf Seite und kommen zum dicken Hobel. Das ist das gute Stück. Ist recht schwer vom Gewicht, macht einen ganz guten Job, habe ich schon ein paar Mal benutzt. Und ja, ist für mich das Maximum, was ich hier in meiner Waschküche realisieren kann und möchte. Sicher eine Abrichte wäre auch toll, das würde vieles einfacher machen, aber es geht zur Not eben auch mit diesem dicken Hobel. Gibt es auch zahlreiche Videos bei YouTube zu. Man braucht halt, wenn man damit abrichten möchte, eine Referenzfläche. Dafür nehme ich diese Spanplatte. Da klebe ich mir dann die Bohlen drauf, die ich abrichten möchte. Und um den rechten Winkel zu erreichen, schneide ich dann nachher mit der Handkreissäge rechtwinklig ab. Klar ist das nicht so präzise, wie wenn man es mit einer richtigen Abrichte macht, aber für mich und meine Zwecke reicht das. Ich bastel ja nur damit im Endeffekt. Ja, um die Baumscheibe, die jetzt hier schon drin liegt, ordentlich abzurichten oder gerade zu machen, bräuchte ich natürlich eine Referenzfläche, die ich da drunter packe. Aber um jetzt überhaupt erstmal zu gucken, wie das Ergebnis wird, weil ich habe noch nie vorher Hirnholz gehobelt, packe ich die jetzt einfach mal so blanko drunter und wir gucken mal, wie das Ergebnis wird. So, noch ist kein Kontakt. Jetzt haben wir minimal an einer Stelle Kontakt. Gucken wir mal, was passiert. Kontakt würde ich sagen. Also, das ist das Ergebnis vom ersten Treffer. Hier vorne. Hat funktioniert. Ich meine, gut, das ist jetzt Weichholz. Ich klebe das jetzt einfach mal auf meine Referenzfläche mit Heißkleber. Und dann jagen wir das dann mal durch. Das hier ist dieses Sperrholzbrett, Referenzbrett. Ich habe das extra gedoppelt und hinten einen kleinen Anschlag dran gemacht, dass mir das Werkstück nicht entgegenflitzen kann. Ja, ich habe es jetzt austariert. Das mache ich immer mit irgendwelchen Holzresten, irgendwelche Späne, die übrig bleiben, so dass es in keine Richtung wackelt. Und dann fixiere ich das immer mit Heißkleber hier und da. Unterspritze ich das so ein bisschen im Randbereich. Und hier vorne hat es auch auf beiden Seiten ein Klecks bekommen und ist natürlich bündig an dem Anschlag hinten dran. Den Heißkleber lassen wir kurz trocknen, das geht ja rucki zucki. Und dann kann es losgehen. Ich denke, wir können es wagen, dann kann es losgehen. Gehörschutz auf. Okay, das hat jetzt ein paar mehr Vorgänge gedauert, weil das Ausgangsmaterial war halt nicht so top geschnitten. Ne? Asbach uralt, irgendwann mal angefallen, keine Ahnung, hatte ich noch im Heizungskeller liegen. Aber war halt jetzt optimal, um mal ein bisschen zu testen. Ja, ihr habt es gesehen, die Rinde ist teilweise fliegen gegangen, natürlich hinten, da wo der Hobelschlag dann am stärksten ist. Und ja, allgemein durch die Vibration. Ne? Ich finde es ganz cool, dass es generell möglich ist. Würde ich zukünftig dann nochmal probieren. Wir jagen jetzt mal noch die Rückseite durch und entfernen natürlich die Rinde auch, weil
halb und halb sieht nicht so cool aus. Um die andere Seite zu bearbeiten, werden wir das Werkstück jetzt von der Referenzfläche entfernen. Das ist der Bereich, den wir jetzt gehobelt haben. Und dann einmal die Rückseite. Sieht so aus. Richtig schön üsselig. Stellen wir uns das Gerät ein auf die entsprechend richtige Höhe. Und dann geht's los. So, das sind jetzt beide Seiten. Beide Seiten sind jetzt gehobelt und auch natürlich parallel zueinander. Ja, ich muss sagen, fand ich auf jeden Fall interessant, habe ich bisher noch nie gemacht. Und ohne Rinde, warum nicht? Also das Ergebnis ist auf jeden Fall präziser, als wenn man es von Hand macht. Von der Gleichmäßigkeit. Und wenn man da jetzt einmal drüber schleift, ja, warum nicht? Coole Nummer. Das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen, lasst mir ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao.